Wie zeichne ich ein Haus in der richtigen Perspektive? Viele von euch haben Probleme, ein Haus in verschiedenen Perspektiven zu zeichnen, und wir werden uns jetzt der Vogelperspektive widmen, weil man aus dieser Perspektive auch viel ableiten kann. Und lass uns jetzt starten. Zeichne einfach mit, nimm dir ein Papier, einen Bleistift oder leg dich entspannt zurück und lass dich unterhalten. Also, los geht's wie immer. Schauen wir uns erstmal so ein Haus grundsätzlich an. Also es erfolgt immer das Beobachten, das Studieren sozusagen des Objektes, wenn wir so wollen. Also du siehst hier einen Ausschnitt aus meinem Zeichenkurs vom Anfänger zum Meister, dem großen Grundlagenkurs, das 49. Übungsblatt. Und da geht es um das Thema Hauszeichnen aus der Vogelperspektive. Was bedeutet das? Wir schauen auf das Haus rauf, sozusagen wie ein Vogel, der über das Haus herüberfliegt. Ja. So, also du siehst, wir haben hier gewisse Linien, Gesetzmäßigkeiten, die der Perspektive folgen. Das sind hier die Fluchtlinien. Sie gehen zu einer Horizontlinie, die ungefähr hier oben liegt, also über dem Haus, weil unser Standpunkt ist hier bei dieser Perspektive über dem Haus. Im Grunde genommen ist das Haus wie ein Quader aufgebaut. Das hatte ich schon mehrfach erläutert, aber man kann es nicht oft genug sagen. Ja. So. Wir schauen also rauf. Wir sehen die Oberfläche des Quaders sozusagen. Das ist der Sinn und das Prinzip. Ja? Und diese Linien laufen hier zu den, die konvergieren, also die laufen zusammen, die gehen hier zu den Fluchtpunkten hin. Fluchtpunkte sind Punkte, die auf einer Horizontlinie liegen, auf einer imaginären Linie, die unseren Standpunkt darstellt, hier außerhalb des Blattes. Ja? Aber das erstmal grundsätzlich zum Prinzip. Der Schornstein funktioniert nach dem gleichen Prinzip sozusagen. Ja? Denn er ist letztendlich auch nur ein Quader, der reingesetzt wird in das Haus. Ja? Hier unten habe ich schon die Zeichnung gemacht. Und ja, lass uns einfach ein wenig loslegen, ein bisschen Freude zusammen haben und los geht's. Also, zur besseren Orientierung zeichnen wir uns mal hier eine Linie, wo wir das Haus sozusagen raufstellen, dass wir, naja, so eine erste Orientierung haben. Wir beginnen, wie gesagt, mit der vorderen Linie des Hauses, ja, zeichnen den Quader, also die Ecke, die uns vor uns steht. Ja. So. Von hier aus zeichnen wir die rechte Seite des Hauses. Achte darauf, dass die untere Linie zu der oberen zuläuft. So. Die geraden, die senkrechten Linien, nicht die geraden, die senkrechten Linien bleiben senkrecht. Ja. Und denkt dran, wir zeichnen nicht schön, wir wollen das Prinzip erfassen. So, kommen wir zur linken Seite. So ungefähr, wenn das richtig, ich schaue mal kurz in die Kamera, wenn das richtig zu sehen ist, ja, so ungefähr, passt es ganz gut. Wir zeichnen die linke Seite. Hier machen wir den Winkel ein wenig steiler. Okay? Also steiler als hier, meine ich. Steiler als die Seite, die von uns weggeht. Also die rechte Seite. So. Und wir zeichnen hier uns die Breite des Hauses ein. Die kannst du beliebig festlegen. Es geht, wie gesagt, um das Prinzip. Denn in der Entscheidung, wo du später weiter zeichnest oder dein Haus personalisierst, individualisierst, bist du dann frei. Aber du bist erst frei, wenn du sozusagen diese Grundform erstmal zeichnen kannst. Ja? Dann kannst du nämlich damit variieren. Als Hilfestellung legen wir uns hier einfach mal
die 3D-Form fest des Quaders, ja, wo das praktisch draufsteht. So. Ich bin noch gar nicht so warm gezeichnet, macht aber nichts. So, okay. Wir haben gesagt, wir haben also die Grundform. Ja, und bitte nicht, mach nicht immer, oder viele machen den gleichen Fehler, dass sie jetzt sagen, ja, die Häuser sind ja nicht identisch. Ja, darum geht es auch nicht. Es geht darum, hier auch eine Draufsicht zu zeichnen. Ja, dass wir das Gefühl haben, wir gucken von oben rauf auf dieses Haus. Wir wollen nicht das Haus abzeichnen. Ich glaube, wir Menschen sind dazu nicht gemacht, ja, etwas abzuzeichnen. Jedenfalls ständig. Zum Üben ist es gut, aber dann nicht. So, wir wollen ja hier den Giebel draufsetzen. Also müssen wir uns hier die perspektivische Mitte festlegen. Das machen wir am besten, indem wir Diagonalen reinziehen. Wir gehen hier aus und setzen hier ein Lot, mit der wir so ungefähr die Dachhöhe bestimmen. Ja. So, dann gehen wir zu dieser Kante des Hauses und wir gehen hier runter zu dieser Kante des Hauses. Diese Linie läuft genau wie diese Linie in diese Richtung sozusagen durch. Und wir machen das Dach natürlich nicht ganz so schräg wie hier, denn wir wollen ja rauf gucken auf das Haus. Ja? Also schräg, ganz schräg, schräger, nicht mehr ganz so schräg. Ja? Also wir haben noch nicht hier eine Linie oben. Die Horizontlinie ist ungefähr hier. Wir sind immer noch leicht schräg. So, jetzt verbinden wir hier wieder diese Höhe. Das werde ich mal jetzt auch ein bisschen genauer machen. Ja, ich habe das hier zu spontan gemacht. So, da holen wir uns hier hinten. Du merkst, wie wichtig das ist, wenn wir hier den Hintergrund einzeichnen. Wir holen uns einfach hier so ungefähr diese Linie, die andere Seite des Giebels sozusagen und verbinden die Kanten hier. An meiner Hand ist heute aber zittrig. Hier wäre jetzt praktisch die verdeckte Kante, die punkte ich nur rein. So, jetzt haben wir ungefähr diese Draufsicht von dem Haus. Ja. So, hier unten natürlich das Dach steht meistens drüber. Ich benutze hier immer so ein einfaches Haus, um das zu zeigen. So, die Linie machen wir mal ein bisschen schwächer. Warum? Damit wir sehen, was vorne liegt und was hinten liegt. So ein kleines bisschen in den Hintergrund rücken sozusagen. Ja. Trotzdem sollte die Konstruktion noch zu sehen sein, damit wir nachvollziehen können und genau sehen, was wir tun hier. Okay, also nochmal zum Verständnis. Du siehst hier den Boden des Hauses. Und hier siehst du, wenn du so willst, die Zwischendecke des Hauses. Ja? Also hier könnte man noch eine zusätzliche Wohnebene schaffen, wenn das Haus hoch genug ist, der Giebel hoch genug gebaut wird oder die Dachschrägen entsprechend nicht allzu steil sind. Wenn nicht, muss man hier, wie ich es hier gezeichnet habe, halt mit einer Gaube rauswandern, um sich ein bisschen Platz und Luft nach oben zu schaffen. Ja, so, zeichnen wir vielleicht auch noch einen zum Schluss. Also, du siehst, wir haben hier den Quader. Wir haben hier circa oben unsere Orientierungslinie, unseren Standpunkt. Und diese Linien gehen, ich muss hier mal ein bisschen Platz schaffen, gehen hier rein. Ja, die laufen alle aufeinander in einen Fluchtpunkt rein, der hier außerhalb, ich nenne mal Fluchtpunkt 1, zum Fluchtpunkt 1 geht. Und diese Seite hier ein bisschen mehr zielen, geht praktisch hier irgendwo rein zum FP 2. Okay, also die Linien konvergieren, das ist ganz wichtig. Warum ist das wichtig? Naja, wenn wir diese Seite des Hauses jetzt parallel machen würden, ich zeichne mal das hier unten jetzt hier rein, ja, und
da nicht so viel, oder ich werde es noch ein bisschen krasser machen. Ja? Viele machen beim Zeichnen den Fehler, dass sie hier aufgehen. Ja? Also nicht, dass die Linien kommen bei Ihnen nicht zusammen und dann sieht es so aus. Also wir kriegen keine Tiefe in die Zeichnung rein. Ja? Weil das, was von uns weggeht, die Seite, die von uns weggeht, muss ja kürzer sein als die Seite, die uns näher steht. In dem Fall diese Hauskante hier. Ja? Okay, also das heißt nichts anderes, dass diese Linie hier einfach schräger muss, dass wir eine Art Trapezform haben. Ja? So. Siehst du, hier ist es höher, auf der Seite ist es höher und hier ist es weniger hoch. Das sieht man auch dann hier, wenn man sich das mal ranmacht, dann sieht man hier sozusagen den Unterschied. Also ganz, ganz wichtig, dass die Linien aufeinander zulaufen. So bekommen wir Tiefe in unsere Zeichnung. So haben wir das Gefühl, das Haus geht von uns weg. Und das ist ja das, was wir wollen bei einer künstlerischen Perspektive, dass wir Tiefe reinbekommen. Ja? So, das ist erstmal das Grundsätzliche, was wir unbedingt brauchen, um erstmal diese Perspektive überhaupt zu erfassen und zu verstehen. Ja? Ich gebe dir hier unten noch ein anderes Beispiel. Muss mal aufpassen, dass ich nicht zu tief bin. Hier kann ich noch zeichnen, also dass du alles siehst. Also, wenn wir praktisch das Haus nicht in der Vogelperspektive zeichnen würden, sondern, ich mache es mal ein bisschen höher hier, sondern mehr, dass es frontal so vor uns steht, ja, dann würde das so aussehen ungefähr. Okay, wo ist jetzt die Horizontlinie hier in dem Beispiel? Ja, die Horizontlinie in dem Beispiel ist jetzt hier. Also du hast jetzt das Gefühl, dass du direkt vor dem Haus stehst. Ja? Das ist halt der Unterschied dazu. Ja? Du siehst, hier laufen die Linien nach oben zum Bezugspunkt, also der Horizontlinie, unsere Augenhöhe, unsere Bewusstseinsebene, und hier ist die halt tiefer. Hier haben wir das Gefühl, wir stehen direkt vor dem Haus. Und hier würden wir auch dann letztendlich nicht die Oberseite sehen, sondern die Unterseite sehen. Ja. Hier können wir natürlich weiter reingucken. So, auch ein bisschen schräg geworden. So ist ungefähr die Diskrepanz, ja. Also der Unterschied ist immer gut, wenn man sozusagen, also ich finde das gut, wenn man durch Kontraste lernt, ja. Das erkläre ich auch hier in dem Zeichenkurs, wo wir verschiedene Perspektiven gegenüberstellen, ja. Hier zum Beispiel das Haus von unten. Ja. Das ist ja das Workbook hier vom Anfänger zum Meister, wo ich das halt alles erkläre in dem großen Online-Zeichenkurs auf meiner Akademie. Ja, und da ist es wichtig, mit Kontrasten zu arbeiten, damit man das auch wirklich versteht. Ich habe zum Anfang auch immer die Probleme gehabt, ja, wenn man jetzt nur so ein Haus sieht und ein einzelnes Haus zeichnet, ja, ist alles okay. Aber wie lernst du daraus, wie weißt du, wie du eine andere Form entwickeln kannst? Ja, du willst jetzt zum Beispiel das Haus so zeichnen. Ja? Und dazu ist es gut, wenn man gewisse Sachen halt gegenüberstellt. Und deswegen habe ich auch bei den Basics immer gesagt, probier den Quader in verschiedenen Ansichten zu zeichnen. Ja? Daraus entwickelt man eine sehr gute Vorstellungskraft. Sieht auch, wenn du rausgehst und dir Häuser anschaust, siehst du die auch mit anderen Augen. Ja? So, ich habe hier mal ein Haus rausgesucht, das wir uns kurz mal anschauen. Praktisches Beispiel ist immer gut. Also wir haben hier ungefähr die Horizontlinie. Ja, also so stehen wir vor dem Haus. Wir haben hier unsere Senkrechten, die in dieser Perspektive erstmal senkrecht bleiben. Wir haben hier unsere Schräge ungefähr, die linke Seite des Hauses. Wir haben hier die rechte Seite. Hier geht es zum
Fluchtpunkt 1. Und hier geht es ungefähr, habe ich ein bisschen nicht ganz so sauber gezeichnet hier. Ach, Quatsch. Das muss ein bisschen schräger hier. So haut die Perspektive mehr hin und hier müssen wir hier hingehen. Ja? Und hier haben wir FP2. Manchmal sind die Fotos ein bisschen verzerrt und man kann es nicht so leicht zeichnen. Ja, aber es geht immer um dieses Grundprinzip sozusagen. Ja, und das Dach, das ist hier ein bisschen gebogen. Läuft hier praktisch auch. Konvergiert hier zum Fluchtpunkt 1. Habe ich die 1 gar nicht hingeschrieben. Und so siehst du, wie man das praktisch aufbaut, das Haus. Ja, also ein ganz einfaches Beispiel, sich das mal anzugucken, wie das wirklich funktioniert. Aber auch die Fensterschrägen, schau mal, gehen auch in diesen Fluchtpunkt rein. Ja, hier auch. Und auch diese Senkrechten bleiben wieder senkrecht. Auch diese Senkrechten von dem Fenster bleiben senkrecht. Und diese Schräge geht hier zum Fluchtpunkt 2 rein. Ja? Und alles, was so ein bisschen verzerrt wirkt, wo man denkt, haut irgendwie nicht richtig hin, wie hier oben zum Beispiel, ja? Wenn ich diese Linie angucke, dass die hier, oh, die läuft gar nicht so Richtung Fluchtpunkt, ja, das sind dann einzelne Verzerrungen. Hier könnte sein, dass das Dach halt durch diesen Bogen, den sie hat, dass es nachgelassen hat und deswegen die Perspektive, also der Abzug sich hier so reingesenkt hat. Ja, und deswegen steht er halt schräg und kippt nicht ganz so stark, wie er eigentlich kippen sollte. Aber das sind einzelne Verzerrungen. Wir wollen ja erstmal einem normalen Haus, was nicht eingefallen ist, orientieren. Aber daraus, ja, wenn wir dieses haben, wenn du dieses hast, kannst du Rückschlüsse darauf ziehen und ein altes Haus bauen. Ja, also wie fällt das in sich zusammen, beziehungsweise warum verändern sich bestimmte Winkel und warum verändern sich bestimmte Winkel halt nicht. Ja? Also wenn das Dach nachgibt, gibt natürlich die ganze obere Konstruktion nach. Ja? Du siehst ja, wie schräg das ist. Riecht ja Bogen hier drin. Okay, ich hoffe, ich konnte es dir dadurch ein bisschen deutlicher machen. So, lass uns mal wieder zurück zur eigentlichen Zeichnung. Und ich würde dich bitten, mal kurz, wenn dir das Video gefällt, nimm dir kurz mal die Zeit und drück hier unten den Abo-Button. Ich freue mich, dann erhältst du weitere Videos von mir und bleibst immer auf dem Laufenden. Und ganz ehrlich, mich motiviert das natürlich. Ja? Also, nimm dir kurz die Zeit, klick drauf und lass uns weitermachen. So, wir haben ja gesagt, wir haben jetzt das Haus hier erstmal vom Konstrukt her. Und lass uns jetzt mal einfach hier so einen Schornstein noch mal reinzeichnen. Ja? Also, wir haben hier den Schornstein. Der Schornstein ist, ich nehme eine ganz normale Form, erst ein Quader, wo wir draufschauen können, also reingucken können. Es sei denn, ich lege den bis hoch an die Horizontlinie, zeige ich gleich noch. Aber erst Schritt für Schritt. So müsst ihr das ungefähr sehen. Also, wir haben hier die vordere Seite. Wir haben die Seite, wo der aus dem Dach rauskommt. Parallel. Und wir zeichnen uns jetzt die andere Senkrechte. Und hier werden wir praktisch ein bisschen gerader. Und wir zeichnen die rechte Seite. Quatsch, jetzt habe ich mich selber verdreht. Wir müssen die rechte Seite ja so zeichnen. Quatsch, die linke Seite. Jetzt bin ich kurz durcheinander gekommen, ja. Hier oben ist ja die Horizontlinie. Die habe ich so denn eingezeichnet, dass ich die fast schon wieder vergessen habe. Und deswegen muss das hier auch ein wenig zulaufen. So, also links runter. Rechte Seite, linke Seite. Und wir können natürlich noch leicht in diesen Schornstein reinschauen. Also oben raufschauen. Nicht reinschauen, da müsste es so aussehen. Ja. So können wir reinschauen. Ja, das ist eine extreme Vogelperspektive, als wenn wir noch weiter reinschauen und hier ein Vogel sind und hier rüberfliegen. Ja. Und dann kann man natürlich hier richtig reinschauen, dann wäre der Schornstein vielleicht so zu sehen. Die haben ja heute meistens alle schon eine Abdeckung. Ja. Und dann wäre der hier dunkel und so weiter und so fort. Und du siehst, wenn ich hier zu stark, also noch steiler rüber gehe, also noch diese Vogelperspektive noch mehr verstärke, bilden sich hier auch Schrägen und
die bleiben dann halt nicht mehr alle senkrecht. Aber das ist wieder eine andere Geschichte, darauf gehe ich in einem der zukünftigen Videos ein. Wenn du daran, ja, wenn du es möchtest, schreib es mir einfach in die Kommentare, was dich noch interessiert. Da bin ich ja immer neugierig. So gibst du mir auch Videoideen und gestaltest auch an dem Kanal mit. Also zurück zum Schornstein. So, damit es nicht verwirrend wirkt, hier radieren wir das raus, denn das Dach ist ja hinterm Schornstein, ganz logisch. So, also du kannst hier reingucken. Der Schornstein ist hier mit der Dachschräge ungefähr ähnlich, weil er ja aus dem Dach herauskommt. Okay, der ist ja hier so drunter, der Zug. So, du siehst ja, wenn man jetzt diesen Schornstein reingezeichnet hat und die Perspektive alles so einigermaßen stimmt, ja, dann könnte man jetzt hier so eine Details reinzeichnen. Ja. Ist ja geklinkert, mit Klinkern gebaut ist der Schornstein. Aber erst dann, wenn das ganze Konstrukt sozusagen steht. Warum ist das leichter? Naja, weil du weißt, wie die Linien hier verlaufen innerhalb des Konstruktes des Schornsteins. Ja? Also wie die Steine auch perspektivisch richtig sind. Und die Seite geht natürlich auch hier wieder hoch. Okay? Ja. So, und wenn wir jetzt noch sagen, das Licht würde von hier kommen, dann wäre natürlich der Schornstein hier etwas heller und hier etwas dunkler. Also die vom Licht abgewandte Seite sozusagen. Ja? So, aber Licht und Schatten machen wir in anderen Kapiteln. Jetzt sind wir erstmal mit dem Haus soweit durch und ich zeichne mal hier einfach noch einen Eingang rein. Dann kann man nämlich hier reingehen. Und hier gucken wir raus. Hier machen wir mal kein Fenster, hier machen wir mal durchgängig. Und zwar beispielsweise eine Terrassentür einfach. So, dann kann man hier nämlich raus und du siehst, warum zeige ich dir das noch? Weil, wenn du einmal dieses Konstrukt des Hauses hast, ja, kannst du alles andere einfügen. So, ja, ich hoffe, ich konnte dir einen wundervollen Einblick geben zur Thematik des Hauszeichnens. Jetzt habe ich noch etwas beschleunigt das Video und zeichne hier noch einige Details rein. Ich mache sozusagen ein Holzhaus daraus, gebe ihm ein bisschen Lebendigkeit und ein wenig Umgebung, ja, sodass es ein wenig realistischer wird und nicht so kühl dasteht, ganz ohne Schmuck sozusagen. Ja, du siehst, man kann hier sehr viel machen, indem man den Kontrast einfach ein bisschen ändert. Ja, dadurch wird es lebendiger. Ja, wie gesagt, alle weitere Basics-Übungen findest du in meinem Zeichenkurs vom Anfänger zum Meister, dem großen Online-Zeichenkurs. Der Link ist unten in der Beschreibung. Schau gern rein. Ich freue mich über dein Abo und dein Like. Und wenn du Fragen hast zum Zeichnen oder dich etwas interessiert, schreib es gern in die Kommentare. Und ansonsten lasse ich dich jetzt mit dem Rest der Zeichnung einfach mal alleine. Genieße es und ich freue mich, wenn wir uns zum nächsten Video hier auf Schmidts Zeichenwelt wiedersehen.